Dank KI sind plötzlich neue Content-Formate profitabel, die früher zu aufwendig und/oder zu teuer waren. Ich zeige dir 4 Strategien, die jetzt möglich sind und wie du sie nutzt. Viel Spaß! Nummer 1. Nachrichteninhalte zur Branche. Was ist damit gemeint? In deiner Branche gibt es ein aktuelles Ereignis oder einen neuen Trend, der viel Aufmerksamkeit genießt. Du berichtest darüber auf deiner Webseite. Nein, keine dünnen, crappy Newsartikel, die, wenn dann Evergreen Media dazu stößt, sich die Daten ansieht, die keinerlei Aufrufe über irgendeinen Channel generieren und dann gelöscht werden müssen, sondern wirklich tiefschürfende Inhalte zu aktuellen Themen. Ein Beispiel dazu auf evergreen.media. Unser Beitrag zu Google SGE wäre ein Thema, was ich früher niemals angerührt hätte, weil klar ist, da gibt es eine Aufmerksamkeitsspitze und dann fällt es ab und dann ist es eigentlich den Aufwand vielleicht nicht so wert. Heute ist es auf jeden Fall anders, aufgrund von vielen Faktoren, die wir im Folgenden weiter besprechen werden, aber sowas kann sehr lukrativ sein, weil so ein Beitrag muss einmal erstellt werden und dann aktuell gehalten werden. Mit den früheren Möglichkeiten schwierig und unmöglich in den Alltag zu integrieren. Heute ein Kinderspiel. Warum ist das überhaupt jetzt mal sinnvoll? Ja, alle lieben Evergreen Media, freudscher Versprecher, Evergreen Content. Trotzdem sind so aktuelle Ereignisse und Trends mit ihren Nachfragespitzen, mit ihren oft extremen Nachfragespitzen sehr lukrativ und ideal, um sich als Autorität in einer Branche zu positionieren. So, warum ist die Situation jetzt anders? Vor allem aus meiner Sicht, dank der Recherchemöglichkeiten von KI, kann man sich jetzt blitzschnell eine qualifizierte Meinung bilden, vor allem wenn man schon ein Experte in einem Bereich ist und etwas Cooles, gut korrigiertes mit einer eigenen Meinung schnell auf die Straße bringen. Besonders mit einem Tool wie Perplexity, mit zum Beispiel ProSearch oder Focus, kannst du das hilft dir so bei deiner Recherche und bringt sie auf ein neues Level. Also springen wir ganz kurz rein in Perplexity, da gibt es ja dieses Feature Pro, 3-mal mehr Quellen und detaillierte Antworten. Und dann gibt es dieses Feature Focus Search, wo du aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Bereichen, zum Beispiel Academic, dir dann Quellen hinzuziehen kannst und dann weiter in die Quellen reinbohren kannst. Auch Reddit und so weiter ist logisch heutzutage super wichtig. Wenn du mehr über Recherche mit KI lernen willst, gibt es einen sehr empfehlenswerten Blogartikel übrigens von Animals, Goodbye Hallucinations, wo sie ein bisschen zeigen, wie sie ChatGPT, Perplexity und glaube ich andere Sachen verwenden für Recherchen. Aber wirklich, wirklich wertvoll. So, zweitens, Interviews. Was meine ich mit Interviews? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Interviews mit einflussreichen, bekannten Personen in und um deine Branche, die du auf deiner Webseite publizierst oder vielleicht auf anderen Webseiten publizierst, je nachdem, was du für ein Ziel erreichen willst. Warum ist das sinnvoll? Durch Interviews können wir die Glaubwürdigkeit unserer Marke erhöhen und gleichzeitig einzigartige Inhalte mit Information Gain, gibt eine tolle Folge dazu, bieten, was ja heutzutage so schwierig ist, wo jeder jetzt ChatGPT und Ein Interview ist dann doch wieder was Einzigartiges, was einen gewissen Aufwand, aber jetzt nicht mehr diesen abstrusen Aufwand hat. So, warum ist es jetzt besser als früher? Früher hätte das Transkribieren und das Verarbeiten von einem umfangreichen Interview, einem guten Interview, viele Stunden gedauert. Aber mittlerweile übernimmt ja die KI den Großteil der Arbeitslast. Um ein Beispiel zu geben, leider kann jetzt Google Meet noch kein Deutsch transkribieren. Ich verstehe nicht, warum das nur auf Englisch geht, aber es ist ein anderes Thema. Aber zum Glück gibt es ja Tools wie zum Beispiel Fireflies AI, die das Ganze so automatisieren. Also es ist toll grundsätzlich für Meeting Notes, aber für Interviews ist es natürlich megamäßig, weil ich habe das Transkript, ich habe eine Zusammenfassung, ich kann damit das weiterverarbeiten mit KI und spare mir einfach unvorstellbar viel Zeit und mache dieses Content-Format wieder valide und in einen stressigen Marketing-Alltag umsetzbar. Nummer 3. No-Code-Lead-Generierungstools. Was ist damit gemeint? Tools auf deiner Website, die strategisch auf reale Anwendungsfälle und Herausforderungen der Zielgruppe ausgerichtet sind und eine
Lösung bieten, das kann eine Sublösung sein oder fast schon eine Endlösung, wo dann der nächste Schritt eine Anfrage ist, aber ich gebe ja da meine Daten her und dann fragt vielleicht der Vertrieb bei mir an. Ein Beispiel dazu, direkt von so einem Anbieter, ist zum Beispiel UCalc. Die haben das ist ein Anbieter, der alles rund um Rechner für deine Webseite anbietet und hier eigentlich sehr tolle Beispiele hat, dass in so vielen Branchen ist das total sinnvoll und das sind jetzt wirklich nur die offensichtlichsten Sachen, die man hier bauen kann. Warum ist sowas überhaupt sinnvoll? Es ermöglicht Unternehmen, sich gezielt als Problemlöser zu positionieren und Nutzer entlang der Customer Journey abzuholen. Ja, du würdest sagen, ja, aber Ratgeber ist auch so. Ja, aber ein Ratgeber ist ja mittlerweile, du hast dann das Problem, dass immer kopiert und dann schaut sich wieder der Nächste das an und niemand fügt einen Information Gain dazu und so weiter. Du kriegst dieses Spiel und durch diesen Ansatz haben wir einerseits Micro- oder Macro-Conversions, je nachdem, wo dieses Tool in der Customer Journey angesiedelt ist und andererseits können wir uns ganz klar von dem ganzen anderen Crap differenzieren. Das heißt nicht entweder oder Ratgeber, ich kann auch in bestehende Ratgeber coole kleine Tools einbauen, kann auch natürlich eigene Seiten zu Tools generieren, was halt passt zu meiner Zielgruppe. So. Warum ist das jetzt plötzlich valide? Ich spreche, glaube ich, in den letzten Jahren habe ich schon sehr oft über interaktive Tools gesprochen, interaktive Lösungen und dass das ein Trend ist, aber dass das halt ganz wenig machen und dass es ein riesiger Wettbewerbsvorteil ist. Egal, ob man mit einem kleinen, mittleren Unternehmen oder einem Großkonzern zu tun hat, Entwicklerstunden sind rar und die werden schon gar nicht in Marketing-Sachen investiert. Und No-Code-Tools erlauben es Marketingabteilungen, interaktive Lösungen für ihre Website zu bauen mit minimalen Entwicklerstunden oder gar keinen Entwicklerressourcen. Mehr dazu erfährst du übrigens in der letzten Folge. Eigene Folge nur über No-Code, Lead-Generierungstools und Zusammenspiel aus SEO und Product Marketing und so weiter. So. 4. Thought Leadership. Was ist damit gemeint? Thought Leadership Content positioniert ja entweder eine Person oder Unternehmen als Experten für ein gewisses Fachgebiet, in dem es eben wertvolle neue Einsichten, fundierte Analysen oder innovative Perspektiven liefert. Also es gibt simplen Thought Leadership, der was eher auf Meinungen basiert. Wenn du jetzt Analysen machst, ist es natürlich aufwendiger und mit einem größeren Rattenschwanz verbunden. Statt eben oberflächliche Inhalte zu wiederholen, die es schon tausendmal gibt, setzen wir mit Thought Leadership Content auf tiefgehendes Wissen, Meinungsstärke und praxisnahe Lösungen für relevante Herausforderungen, weil das von jemandem kommt, der das wirklich macht und nicht der meiste Content im Internet, sagen wir ganz ehrlich, wird von Leuten geschrieben, die das, was sie da geschrieben haben, noch nie gemacht haben. Wirklich wichtig. So. Warum ist es generell sinnvoll, Thought Leadership zu machen? Es hilft Unternehmen dabei oder ermöglicht es ihnen, sich als Experte für ihren Bereich zu positionieren und damit, und das ist eigentlich das Wichtige, Vertrauen bei Kunden, Partnern, Stakeholdern aufzubauen. Die stärkt ja dann nicht nur die Markenreputation, sondern in der Regel auch den Umsatz massivst. So. Dieses Thema Thought Leadership gibt es schon ewig. War immer, ja, das ist alles ganz nett, aber die Thought Leader bei uns im Unternehmen haben keine Zeit für so einen Schnickschnack. Ist logisch. Warum ist das jetzt interessant? Ja, wir wissen, Meinungsführer in Unternehmen sind oft nicht die besten Texter oder haben wirklich viel Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und da Deep Work zu machen. Nicht jeder ist ein Winston Churchill, aber oder was vielleicht noch ein kleines Problem, in Zusammenarbeit mit einem Texter gehen dann oft die Feinheiten, die richtig coolen Insights, die gerade so spannend sind, verloren und dank sowas wie vor allem aus meiner Sicht aktuell von dem Level her ChatGPT können Meinungsführer nun schnell Content auf die Straße bringen, der dann nur noch von einem Redakteur ausgefeilt werden muss. Das heißt, es ist nicht so, da muss kommuniziert werden und sondern der grundlegende Content wird vom Meinungsführer produziert und dann wird nur noch ausgefeilt, dass das prinzipiell für den jeweiligen Zweck passt und richtig ist. Genau. Beispiel dafür wäre ein gutes Beispiel für Content Repurposing, aber das ist es jetzt nicht, ist dieser Beitrag von uns über ChatGPT Search Optimierung. Das ist einfach was, mit dem ich mich persönlich aktuell sehr viel beschäftige und
wo ich so Mini-Insights habe, die ich jetzt in einem Gespräch nicht jemanden, an Content Creator weitergeben könnte. Dementsprechend hilft mir dann ChatGPT, das auf die Straße zu bringen und es wird dann von jemandem ausgefeilt und noch aufbereitet und so weiter. Aber meine Insights sind wirklich hier drin. So. Diese Content-Strategien, diese 4 Content-Strategien wären aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung mit sehr, sehr vielen Kunden in unterschiedlichen Größenordnungen von klein bis sehr, 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 sehr groß, kaum umsetzbar, kaum realisierbar, vor allem nicht regelmäßig. Also wenn man jetzt das Thema Interviews nimmt, die meisten machen dann halt jede 2 Jahre irgendein Interview oder sie schaffen halt 5 Interviews pro Jahr. Jetzt sind diese Content-Strategien plötzlich eine riesige Chance, weil sie einfach skalierbarer geworden sind, weil das, was gebremst hat, gelöst wurde bzw. einen Wert verloren hat. So, meine Frage an dich, welche dieser Maßnahmen oder dieser Ideen oder dieser Strategien setzt du als erstes um? Schreib es mir bitte unbedingt in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.